Ich habe jetzt in einem anderen Hotel übernachtet, beim Freiwilligen, mit dem ich auch auf mehreren Trips jetzt schon war, weil der hat jetzt überraschend die Information bekommen, dass er nicht länger hier bleiben kann in Israel. Der fliegt jetzt nach Indien zurück. Und heute Morgen haben wir halt geplant, früh wegzufahren zu einer antiken Stadt und dann auch später wieder in einen Pool oder so etwas. Und deshalb habe ich jetzt hier übernachtet. Mich hat gestern jemand abgeholt und jetzt starten wir so gesehen den Trip mit dem Frühstück hier. Wir sind jetzt hier auf dem Level vom Meer, also Sea Level. Wir waren in der Nähe von Jerusalem und jetzt sind wir zum Weg zu dieser alten römischen Stadt. Und jetzt geht es ziemlich tief und jetzt wird es auch ziemlich heiß. Und gerade hat irgendwie jemand versucht, uns ein Kamel zu verkaufen. Ja, was ihr im Hintergrund sehen könnt, das ist das Tote Meer. Das ist der tiefste Punkt der Welt. Und hier ist es auch richtig heiß, also ich weiß es nicht, aber ich würde mal schätzen über 40 Grad. Deshalb will ich jetzt hier auch nicht zu lange bleiben und ich werde das Tote Meer bestimmt auch irgendwann anders nochmal besuchen und an einer besseren Stelle. Wir befinden uns jetzt in der ehemaligen Stadt Beit Shean. Also das ist der Nationalpark Beit Shean und das ist ein Platz, der sehr früh schon besiedelt war bevor die Israeliten hierhin kamen, vor ungefähr 3000 Jahren. Das ist die Stadt, wo Saul gescheitert ist, die zu erobern und er umgebracht wurde nach dem Krieg, nach der verlorenen Schlacht. Nach den Israeliten, als sie von den Römern vertrieben wurden, 70 nach Christus, wurde das hier eine ziemlich große römische Stadt, mit einer der bedeutendsten Städte im Norden von Israel. Und hier hat ein schlimmes Erdbeben vor 1400 Jahren ungefähr stattgefunden und bis zu den 20er Jahren war das alles unter der Erde und erst in den 70er Jahren wurde das großräumig archäologisch ausgegraben und deshalb sind die Sachen auch relativ gut erhalten, denke ich mal, weil halt niemand da dran war und kein Regen und kein Wind sie abgenutzt hat. Ja, ich bin jetzt hier auf dem Berg, wo der Tempel war, damals in der römischen Zeit, und hier hat man eine ziemlich gute Aussicht auf die Stadt, aber auch auf die umliegenden Hügel, und dann erkennt man so ein bisschen, was für einen Stellenwert diese Tempel mit den ganzen Götzenbildern damals in der römischen Welt hatten. Hier sind auch ein paar Artefakte oder Bruchstücke von ehemaligen Häusern, Sachen, die Häuser geziert haben, Fassaden, und sieht alles noch nicht so professionell aufgeteilt aus.